Ich sag's euch ganz ehrlich, als jemand, der mit Warcraft 1 seine ersten Gehversuche im RTS-Genre als junger Hüpfer gegangen ist und der auch den zweiten Teil geliebt hat, haben mich bereits die Leaks zu einem möglichen Remaster schon völlig in Hype versetzt. Und dann hat gerade eben Blizzard tatsächlich ein Remaster für beide Klassiker angekündigt, Shadow released und sogar tatsächlich nochmal ordentlich Hand an Warcraft 3 Reforged gelegt, nur um mich ein paar Minuten später komplett zu enttäuschen. Warum, wieso, weshalb? Alles in diesem Video. We're being attacked! Bevor ich euch die Inhalte aller 3 Teile präsentiere, zunächst mal zu meiner Enttäuschung. Denn sowohl Warcraft 1 als auch Teil 2 waren zumindest die ersten Stunden nach Release nicht spielbar und sind beide nach dem Intro abgestürzt. Während ich diese Zeilen hier einspreche, laufen die Spiele mittlerweile immerhin, aber damit hört's bei mir leider noch nicht auf. Denn was zur Hölle haben sich dabei gedacht, die Cutscenes durch einen billigen KI-Upscaler laufen zu lassen, durch welchen das Ganze tatsächlich schlechter als im Original aussieht? Ich meine, gebt euch mal das hier. Aber gut, was soll's. Viel schlimmer ist nämlich, und für mich ein absolutes No-Go in Warcraft 2, die nostalgische deutsche Synchro nicht mitzuliefern. Weder im Intro, noch im Briefing, nein, nicht mal die Einheiten spulen ihre epischen Sätze auf Deutsch ab. Eigentlich habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock, das so zu spielen. Gut, das hier sind News, keine Review und eventuell liefert Blizzard das bestimmt noch nach. Ja, nee, ist klar. Zunächst mal könnt ihr alle 3 Warcraft RTS-Spiele in einer Battle Chest zusammen für 39,99 € kaufen. Habt ihr wie ich bereits Warcraft 3 Reforged erworben, reduziert sich der Preis auf 25,17 €. Wer das Set kauft, erhält außerdem die Originale von Teil 1 und 2 in ihrer späteren Battle.net Edition, die ab hier halt kein Mensch mehr braucht. Oder vielleicht doch? Ach, egal. Warcraft 1 hatte meines Wissens nie eine deutsche Synchro, weswegen sich mein Frust hier ein bisschen in Grenzen hält. Aber ernsthaft, so remastert man doch kein Intro. Im Spiel könnt ihr über F5 zwischen der Originalgrafik und dem Remaster, wie man es schon aus Diablo oder dem StarCraft Remaster kennt, hin und her schalten. Dazu gibt es Widescreen und 4K-Support. Das führt jetzt an dieser Stelle zu weit und eventuell mache ich deshalb ein extra Video dazu. Es gibt nämlich schon von Fans ein 4K-Remaster mit Widescreen-Support, welches deutlich hübscher ist. Nur mal so am Rande. Neu ist die Überarbeitung des Soundtracks, welchen ihr auch jederzeit zum Original zurückschalten könnt, Gesundheitsbalken, die Möglichkeit 6 statt 4 Einheiten auszuwählen, sowie Hotkeys und für die, die es brauchen, irgendwelche originalen Konzeptzeichnungen von vor 30 Jahren. Multiplayer gibt es nicht. Warcraft 2 ist im Grunde das gleiche, beziehungsweise hat die gleichen Features. Hier gibt es dann immerhin Multiplayer, den ihr auf einer Handvoll Karten mit bis zu 7 Mitspielern bestreiten könnt. Es soll auch einen Karteneditor geben und somit die Möglichkeit, das Ganze deutlich zu erweitern. Testen konnte ich das aber natürlich noch nicht. Das Ganze ist also als nette Geste für Hardcore-Fans zu verstehen. Jemand, der hier die Nostalgiebrille nicht aufhat, weil schlicht zu jung oder damals nicht gezockt, wird mit beiden Teilen definitiv nicht warm werden. Die meiste Arbeit scheint daher tatsächlich in Warcraft 3 geflossen zu sein, in welchem sich Blizzard nun ganz offiziell selbst eingestanden hat, vor 4 Jahren großen Mist gebaut zu haben. Was da genau war, würde jetzt zu weit führen und haben wir hier sowieso bereits neulich behandelt, daher gerne nochmal oben im i verlinkt. Blöd ist jetzt aber nur, dass es bisher noch keinen Changelog gibt und ich nicht mal wirklich sagen kann, was denn nun bis auf hübschere Grafik genau verbessert wurde. Bis auf ein paar Screenshots hat Blizzard auch sonst nichts dazu veröffentlicht. Die vor Jahren general überholten Ingame-Cutscenes scheint es jedenfalls immer noch nicht zu geben. Ich werde auch hier also gegebenenfalls ebenfalls noch ein Video für euch nachreichen oder am Sonntag im Wochenrückblick drauf eingehen. So,
Und jetzt heißt es warten, bis jemand aus der Community die deutschen Sprachfiles in Warcraft 2 einbaut. Was sicher passieren wird, aber halt wieder so übel unangenehm ist. Ach, Blizzard, ey. Job's done.